Hallo, hier ist Sarah Schmid mit einem neuen Video. 28. Woche hat angefangen. Der Bauch ist richtig gewachsen. Also man glaubt fast, der platzt manchmal. Beziehungsweise bald. Ja. Also man sieht deutlich, das wächst, ne? In der Schwangerschaft jetzt war ich zweimal bei dem Arzt. Einmal, um meine Schilddrüsenwerte kontrollieren zu lassen und einmal, um mir Kompressionsstrümpfe verschreiben zu lassen. Ja, und sonst geht's mir gut. Ich habe halt meine Krampfadern, die habe ich halt. Und meine Schilddrüse, der geht's auch wieder gut, seit ich mehr Jod nehme. Baby habe ich jetzt auch mal getastet, wie es liegt. In der 25. Woche lag es noch quer. Dann hat sie es in Beckenendlage gedreht und jetzt liegt es seit einer Woche oder so mit dem Kopf nach unten. Ja, und es bewegt sich ordentlich. Also das macht ganz schön Tumult da drin. Schluck auf dann. Und ja, das Übliche. Ja. Ich sage ja immer, ja, das Baby ist zeitgerecht entwickelt. Und ihr fragt euch vielleicht, woher ich das weiß, weil ich habe ja keinen Ultraschall oder sonst irgendwas. Und dann wollte ich euch mal zeigen, wie ich das also rausfinde. Ich mache das so, wie das die Hebammen machen, beziehungsweise früher gemacht haben und vielleicht ja heute auch noch machen die meisten. Ich taste den Fundusstand. Und der Fundusstand ist die obere Kante der Gebärmutter und weil das Baby ja wächst, wächst die Gebärmutter mit. Und das kann man tasten. So, also ich dachte, ich zeige euch mal, wie ich das mache. So, da müsst ihr mal mitkommen. Ich habe hier schon was vorbereitet. Also man muss sich hinlegen möglichst, weil sonst die Bauchmuskeln spannen und dann fühlt man nicht so gut, wie wenn man sich hinlegt. Das ist nachher zum Tasten der Kinnlage auch gut, sich hinzulegen. Und die Bauchmuskeln entspannt sind, fühlt man besser. Aber heute zeige ich euch erstmal bloß Fundusstand. So, also da ist der Bauch, den seht ihr jetzt gut. Ich habe hier einen schwarzen Hintergrund geschaffen. Wenn man da genau hinguckt, sieht man hier schon so eine kleine Delle. Da. Man orientiert sich beim Fundusstand messen an 3 Punkten. Das ist einmal die Symphyse, also der Beckenknochen hier vorne, beziehungsweise wo die Beckenknochen zusammenkommen. Dann der Nabel und hier der Rippenbogen. Da gibt es Tabellen, wo man sehen kann, in welcher Woche der Fundusstand wo angekommen ist. Jetzt bin ich 28. Woche. In der 24. Woche sagt man, ist der Fundusstand ungefähr am Nabel. Das wäre hier. Jetzt bin ich ein bisschen weiter hier oben, weil 28. Woche ist ein bisschen weiter als 24. Wenn ich hier so reintaste, von oben nach unten, merke ich auch, hier stoße ich auf den Widerstand. Da kommt was Hartes. Und das ist der Fundus. Da hört die Gebärmutter auf. Bis dahin ist es schon gewachsen. Dann weiß ich also, laut Tabelle liege ich genau richtig. Das Baby wächst zeitgerecht. Ja, mehr Zauberei ist da eigentlich nicht dabei. Ja, das ist ja jetzt meine 5. Schwangerschaft in Eigenregie, also ich mache das nicht zum ersten Mal und habe schon 4 entspannte Schwangerschaften und schöne, unspektakuläre Geburten hinter mir. Deswegen erscheint mir der übliche Vorsorgerummel inzwischen schon in großen Teilen ziemlich absurd. Also seid nachsichtig mit mir, wenn ich nicht immer so besonders feinfühlig daherkomme, wenn es um das Thema geht. Es ist einfach, bin halt schon so lange raus aus diesem vorgegebenen, konventionellen Denken, dass ich mir das nicht immer verkneifen kann, mich drüber lustig zu machen. Ja, was ich aber nicht will, ich will euch echt nicht das ausreden, wenn ihr eine schöne Krankenhausgeburt hattet. Super, prima, will ich euch echt nicht madig machen. Und wenn ihr eine schöne Schwangerenvorsorge beim Arzt habt, super, macht weiter so.
Und ich will euch nicht ausreden, dass jetzt gerade euer Kaiserschnitt unnötig war oder die Intervention, die bei euch gemacht wurden. Und ich will euch auch nicht überreden, dass ihr das jetzt alles ganz genauso macht wie ich, auf keinen Fall. Jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Aber ich hoffe, dass ich euch zeigen kann, dass es eben möglich ist, dass man eine selbstverantwortete Schwangerschaft haben kann, dass man die Expertin für die eigene Schwangerschaft werden kann, für das eigene Kind und für den eigenen Körper. Und dass auch eine schöne, selbstbestimmte Geburt möglich ist und nicht einfach nur Zufall. So, es kommt immer anders, als man denkt, so nach dem Motto. Natürlich kommt es nicht immer, wie man geplant hat, aber man kann sehr viel dafür tun, dass man seine Traumgeburt kriegt. Ja, selten, aber passiert natürlich auch, dass jemand zufällig eine richtig schöne Geburt hat. Aber heutzutage ist es gar nicht mal so selbstverständlich, leider. Jetzt sagen manche sicherlich, ja, du hast ja gut reden, du bist ja gesund, hast unauffällige Schwangerschaften. Ich hole dann mal ein bisschen weiter aus, um mich zu erklären. Ich habe noch nicht immer so gedacht, wie ich heute denke. Und ich war auch noch nicht immer so gesund, wie ich heute bin. Ich bin wie eigentlich alle heutzutage in dem Glauben aufgewachsen, dass Ärzte die Experten für die Gesundheit sind und dass man auch Ärzte und Medikamente braucht, wenn man krank ist, um gesund zu werden. Und ich habe auch geglaubt, dass die Ärzte besser über meinen Körper Bescheid wissen als ich und die auch wissen, was für mich gut ist, im Gegensatz zu mir, die ich das eben oft nicht weiß. Ja, so sind wir ja eigentlich ziemlich alle aufgewachsen. Ich habe dann Medizin studiert, habe auch eine Zeit lang in meinem Beruf gearbeitet, habe sehr nette Ärzte kennengelernt, die das Beste für ihre Patienten wollten. Auch andere Ärzte natürlich, die das nicht unbedingt so im Blick hatten. Aber ich habe auch beobachtet, dass das System mit seinen vorgegebenen Schemata und Formeln eben oft an den Bedürfnissen der Patienten völlig vorbeigeht. Und zum Teil auch ziemlich unmenschlich agiert eigentlich. Dann hatte ich verschiedene persönliche Erlebnisse, die so langsam zu einem Umdenken geführt haben. Ich hatte zum Beispiel eine hartnäckige Bronchitis und was tut man? Man geht natürlich zum Arzt, lässt sich Antibiotika verschreiben und dann ist alles gut. Ja, die Symptome waren zwar erstmal weg, ab und zu habe ich noch so gehustet, aber das nicht für voll genommen, weil ich war ja geheilt, ne? Antibiotika, geheilt, fertig. Ja, dann bin ich ins tropische Ausland geflogen und dann hat es mich umgehauen und ich hatte eine Lungenentzündung. Und die war auch nicht so leicht zu kurieren. Das erste Antibiotikum, naja, dann habe ich noch eins, Breitband Ciprofloxacin, hat es irgendwie auch nicht ganz gebracht. Dann habe ich noch ein Pilzmittel gekriegt, nachdem dann Sputum eingeschickt wurde, das, was man so aushustet. Und dann war es irgendwann gut. Aber es hat ewig gedauert. Und im Nachhinein bin ich mir ziemlich sicher, dass das Antibiotikum ganz am Anfang, das hätte ich gar nicht nehmen müssen, sollen, dürfen. Weil das hat mich in dem Glauben gewiegt, ich bin ausgeheilt, gesund, anstatt mich richtig auszukurieren. Ja, nächste Geschichte war dann eine Nebenhöhlenentzündung, auch ein Antibiotikum nach dem anderen. Jedes hat 2 Tage geholfen, dann ging es mir wieder dreckig. Ich habe dann das ganze schulmedizinische Programm durchgemacht, weil mir ging es echt dreckig. Mir ging es einfach immer weiter dreckig mit diesen Nebenhöhlenentzündungen. Und das ging irgendwie gar nicht wieder weg. Ich habe mich dann operieren lassen sogar am Nasenseptum. Aber danach hat es auch noch ewig gedauert, bis ich nicht mehr so krankheitsanfällig war. Und jedes Mal bei jeder Erkältung hat es mich umgehauen. Also selbst heute noch ist die Nebenhöhle, die damals betroffen war, empfindlicher. Aber ich bin nicht mehr krankheitsanfällig, sondern wenn ich halt erkältet bin, dann merke ich es in meiner Nebenhöhle. Ja, nächste Geschichte. Ich hatte jahrelang Kieferverspannung und ich bin zum Zahnarzt gegangen und die haben sich die Zähne entzündet davon, also 2. Da habe ich mir dann sowas abschleifen lassen und hat nicht funktioniert. Aufbissschiene hat auch nicht funktioniert, davon habe ich Aften im Mund gekriegt. Also mir konnte irgendwie keiner helfen. In den Zähnen war nichts und sonst war auch nichts zu sehen, aber mir ging es schlecht. Ja, das Problem hat sich dann erst gelöst, als mein Mann mir einen Schreibtisch gebaut hat, an dem ich eben vorm Computer gestanden habe und nicht gesessen. Und innerhalb kurzer Zeit, das war also einfach nur meine schlechte Haltung vor meinem Laptop, die dazu geführt hat, dass ich immer so gemacht habe. Ja, also aus diesen ganzen Geschichten habe ich
gelernt, dass die Möglichkeiten der Schulmedizin doch begrenzt sind und dass Ärzte eben auch noch Menschen sind und keine Alleswisser oder Götter oder Hellseher. Die haben halt bestimmte Dinge gelernt und die machen sie. Und die machen sie zum Teil auch gut. Aber sie können halt oft nicht außerhalb dieses, was sie gelernt haben, drüber rausdenken. Ganzheitlich denken zum Beispiel. Und wissen eben dadurch oft auch nicht, was das Problem ist und wie man es lösen kann. Ist natürlich frustrierend, wenn einem kein Arzt helfen kann. Aber so habe ich angefangen, selber zu recherchieren und habe festgestellt, dass ich, wenn ich mich informiere, wenn ich hinspüre, was hilft mir nicht, und wenn ich ausprobiere, dass ich dann auch selber auf die Lösung kommen kann. Und inzwischen habe ich seit ungefähr 9 Jahren eigentlich keine Medikamente mehr genommen und bin gesünder, als ich noch in so Anfang 20 war. Und deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass meine unkomplizierten Schwangerschaften auch kein Zufall sind, sondern dass man gut für sich selber sorgen muss, um gesund zu sein. Das ist das Wichtigste. Vielleicht hilft einmal ein Arzt, aber der Arzt, der kann nicht für alles kompensieren, was man mit seinem Körper so anstellt. Ja, deshalb will ich euch Mut machen, dass ihr eure Bedürfnisse und Empfindungen ernst nehmt und dass ihr euch auch selber informiert und selber denkt und das nicht an andere einfach nur abgebt, weil die es ja besser wissen. Auch gerade dann, wenn ihr eben nicht ganz so gesund seid. Also vielleicht ist die Medizin ja ein Teil von dem, was euch hilft. Vielleicht gibt es auch einen besseren Weg. Und vielleicht findet ihr eine Lösung, die kein Arzt gefunden hat. Ja, also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass viele Frauen wieder sich selbst erlauben und wenn es sein muss, auch dafür kämpfen, dass sie schöne Schwangerschaften und Geburten haben. Dass sie nicht einfach alles abgeben an die Experten und die machen das und ja, Hauptsache das Kind ist gesund. Und vor allem auch, dass sich viele wieder trauen, die Verantwortung zu übernehmen für ihre Gesundheit und für die ihrer Kinder. Weil ich denke, dass das für die Gesundheit besser ist, wenn man die Verantwortung nicht einfach nur abgibt. Ja, also wenn ihr euch damit natürlich wohlfühlt, dass eure Geburten gemanagt werden und alles für euch gemacht wird und wenn euch die Interventionen nicht stören, die dann eventuell kommen und wenn Kaiserschnitt für euch auch okay ist, dann könnt ihr euch was anderes angucken. Dann spart euch einfach meine Videos, macht die Vorsorge und die Geburt, wie das so vorgegeben ist und dann seid ihr hoffentlich mit dem Ergebnis zufrieden. Schwieriger wird es, wenn man eine interventionsfreie und schöne Geburt haben will. Da muss man schon ein bisschen mehr Motivation mitbringen und sich informieren. Vor allem heutzutage, wenn man ins Krankenhaus geht, hat man eine gute Chance, nämlich über 30%, dass man einen Kaiserschnitt bekommt. Weiß man vorher nicht, ob man die Frau ist, die das ist, weil jede Dritte kriegt einen Kaiserschnitt ungefähr. Ja, man könnte ja fast sich fragen, ob die Frauen nicht mehr gebären können oder woran das liegt. Ich dachte aber mal, ich veranschauliche euch das mit einem Beispiel. Hier sind 100 Perlen drauf, habe ich von meinen Kindern geklaut. Die stehen mal für 100 Frauen, die ein Kind kriegen. 2% davon, knapp 2%, brauchen wahrscheinlich medizinischen Kaiserschnitt, sagen Statistiken. Also gibt es Beispiele, zum Beispiel von Alfred Rockenschaub an der Semmelweis-Klinik in Wien, der da jahrelang gearbeitet hat. Der ist auf also unter 2% gekommen. Und auch die Ina May Gaskin in den USA auf der sogenannten Farm hat die gleichen Zahlen erreicht. Das sind so Beispiele. Also bei guter Betreuung ist das möglich. Die WHO sagt, dass eine Kaiserschnittrate von mehr als 10 bis 15% nicht zu rechtfertigen ist durch medizinische Gründe. Ja, wenn wir uns jetzt die Situation in Deutschland angucken, wir haben Zahlen aus dem Jahr 2014, neuere habe ich nicht gefunden, aber groß wird sich das nicht geändert haben. Derzeit eine Kaiserschnittrate von knapp 32%. Das ist also mehr als doppelt so viel, was die WHO maximal für
also notwendig hält. Da kann man sich natürlich fragen, ja, das ist ja dann gut für die Kinder vielleicht, die überleben mehr und weniger Behinderungen und überhaupt. Das ist aber nicht der Fall. Das hat sich überhaupt nicht geändert. Im Gegenteil, die Müttersterblichkeit ist in der letzten Zeit sogar wieder leicht im Steigen. Und auch der Alfred Rockenschaub oder die Ina May-Geskjen mit ihren 2% Kaiserschnittrate hatten vergleichbar kein schlechteres Outcome bei ihren Müttern und Babys als heutzutage mit 32 knapp Prozent Kaiserschnitten. Ja, man könnte ja dann denken, okay, die restlichen Frauen hier, die haben ja bestimmt eine schöne Geburt, die haben ja keinen Kaiserschnitt. Schön wäre es, wenn es so wäre natürlich, allerdings muss man noch dazu nehmen, dass heutzutage 93 bis 96% aller Geburten mit medizinischen Interventionen einhergehen. Also je nach Quelle, ne? 93 bis 96%. Da bleiben also noch, je nach Quelle, 4 bis 7 Frauen von 100, die eine Geburt haben, wo nicht medizinisch interveniert wird. Da kann man sich dann natürlich schon viele Fragen stellen, ne? Ob diese Frauen hier alle nicht ohne medizinische Hilfe gebären können, wollen oder dürfen. Ja, dazu ist natürlich noch so, dass es im Krankenhaus verschiedene Routineinterventionen gibt, die nachweislich, wissenschaftlich nachgewiesen, eigentlich keinen Vorteil bieten. Allerdings unter Umständen Nachteile, beziehungsweise mehr Schaden als Nutzen zufügen. Da will ich mal ein paar nennen, damit ihr im Bilde seid. Also nicht nur bei der Geburt, schon der Routine-Ultraschall in der Schwangerschaft für alle Frauen hat nachweislich nicht zu einer Verbesserung des Outcomes geführt, allerdings zu einer erhöhten Interventionsrate. Mehr Kaiserschnitte, mehr Einleitung, sowas. Ja, warum macht man es trotzdem? Tja, genauso ist es mit dem Routine-Dauer-CTG während der Geburt, führt zu mehr Kaiserschnitten, zu mehr Intervention, verbessert aber nicht das Outcome, also das Ergebnis. Ebenso ist es mit dem Mitdrücken auf dem Bauch. Klingt ja so nett, Kristellern auch im Fachbegriff. Das führt auch nicht dazu, dass das Kind schneller kommt oder dass es ihm besser geht, wenn es geboren ist, führt aber dazu, dass die Frau stärker, häufiger verletzt wird an ihren Geburtswegen. Genauso ist es mit dem angeleiteten Pressen. Das beschleunigt auch die Austreibungsphase nachgewiesenermaßen nicht. Vermehrte Verletzungen sind die Folge. Der Routine-Kaiserschnitt bei Beckenendlage ist auch so eine Sache. Da ist eigentlich auch inzwischen nachgewiesen, dass das Outcome nicht verbessert. Man macht es trotzdem. Ja, und alle Folgen, die so ein Kaiserschnitt mit sich bringt. Folgen. Einleitung über Termin. Ist auch nicht nachgewiesen, dass das die Säuglingssterblichkeit oder die Perinatalsterblichkeit senkt. Und natürlich Dammschnitte sind auch, hat man mal gedacht, schützt den Beckenboden. Weniger Risse. Ende vom Lied. Studien sagen mehr und höhergradige Risse. Also schlimmere Risse macht das eigentlich. Ja, und natürlich hat jeder Eingriff das Potenzial, eine Interventionskaskade in Gang zu setzen. Heißt, eine Intervention führt zur nächsten. Total klassisches Beispiel, Einleitung oder Wehentropf, also Geburtsbeschleunigung per Wehentropf, macht sehr schmerzhafte Wehen, schmerzhafter als normal, braucht eine PDA dann die Frau, weil es so weh tut. Die PDA führt zu abfallenden Herztönen häufig, und also zu schwächeren Wehen und noch mehr Wehentropf. Da fallen die Herztöne ab, weil diese starken Wehen, die künstlichen Wehen, das Baby stressen natürlich und die Mutter auch. Und dann muss man die Geburt natürlich schnell beenden. Und dann kommen wieder die Interventionen, dann wird von oben mitgedrückt, also kristellert, Saugglocke kommt zum Einsatz oder eben der Kaiserschnitt, wenn das Baby noch nicht weit genug unten ist. Ja, was schließt man daraus? Die Geburtshelfer von heute haben keine Ahnung mehr, wie man
eine Geburt gut und interventionsarm begleitet? Und warum vor allem richten sie sich nicht nach wissenschaftlichen Erkenntnissen? Kann man sich fragen. Tja, warum mag das so sein? Ich habe da so meine Theorien. Ich denke mal, erstens, es ist ein wichtiger Punkt, dass die Ärzte gar nicht mehr lernen, wie läuft eine Geburt, wo man überhaupt nicht eingreift. Also das lernen die ja nicht, weil wenn man eine Interventionsrate von über 90% hat, wann sieht man dann schon mal eine Geburt, wo keiner sich einmischt. Das Vertrauen ist also nicht in den Geburtsvorgang, sondern in Technik und Eingreifen. Und deswegen haben die meisten Ärzte natürlich auch eine Heidenangst vor Hausgeburten. Weil da kann man ja nicht so eingreifen, wie man das sonst immer tut. Bei früheren Generationen von Ärzten war das noch anders. Die haben ja auch noch gewusst, wie man Beckenendlagen entbindet zum Beispiel. Aber diese Generation, die ist am Aussterben. Ja, und die neuen Generationen, die lernen Kaiserschnitte zu machen, aber nicht, wie man Beckenendlagen entbindet. Dann ist natürlich auch die Prämisse, das haben wir schon immer so gemacht. Und wenn der Chefarzt oder der Oberarzt das dem Assistenzarzt so beibringt, wie er es schon immer so gemacht hat, woher soll der Assistenzarzt das anders lernen? Ne? Den Hebammen geht es dabei leider ähnlich, weil die ja auch im Krankenhaussetting ausgebildet werden. Und dabei wird halt einfach ein unzureichendes Wissen über den natürlichen Geburtsverlauf vermittelt. Und eben deswegen auch nicht genutzt, gerade im Krankenhaus. Und dazu gehört halt, dass man zur Geburt sich möglichst nicht hinlegt, sondern in Bewegung bleibt. Und dass eine Frau gut gebären kann, wenn der Raum abgedunkelt ist, wenn es ein kleiner Raum ist, wenn die Frau sich unbeobachtet fühlt, wenn sie nicht sich bewertet fühlt und auch nicht unter Zeitdruck steht. Die kleinsten Störungen können da die Frau hemmen und im Krankenhaus wird halt ziemlich viel gestört in der Hinsicht. Da wird halt Zeitdruck, also bis dahin und dahin musst du so und so weit eröffnet sein, sonst, so nach dem Motto. Und sie wird gemessen und beobachtet und der Muttermund und so weiter. Dazu kommt natürlich noch der Zeitdruck, unter dem das Personal steht, weil oft auch Personalmangel ist und dann muss halt der Kreissaal in einer gewissen Zeit geräumt werden, weil dann kommt ja schon die nächste Frau und dann sind vielleicht ein Haufen Frauen da, die gerade gebären, aber nur 1, 2 Hebammen, die sich eben nicht zerteilen können. Da ist also kein Platz für eine 1:1 Betreuung und auch nicht für Geduld bei einer langen Geburt. Das muss halt dann mal vorwärts gehen. Ne? Ja, außerdem gibt es noch die Vorschriften, meistens aus versicherungstechnischen Gründen, die ebenfalls da Limits setzen und ein individuelles Vorgehen einschränken. Ganz eng geknüpft mit der Angst vor Regressforderungen. Ja, heute kann man ja wegen allem verklagen und gerade die Ärzte, dass bei der Geburt was schiefgegangen ist, ist dann schuld dran, dass das Kind kein Abitur macht, so nach dem Motto. Und es ist immer leichter, irgendwas zu tun bei der Geburt, als abzuwarten. Weil wenn man was gemacht hat, dann hat man was gemacht, dann kann man das rechtfertigen, ich habe was gemacht, ich bin nicht schuld, dass hier was schiefgegangen ist. Also wird eben lieber nicht abgewartet, sondern was gemacht. Und ein letzter Punkt, denke ich, der auch noch eine Rolle spielt, ist natürlich die Erwartungshaltung der Frauen. Viele Frauen, die wollen dann halt die Verantwortung auch abgeben im Krankenhaus und wollen, dass ihre Geburt für sie gemacht wird und dass sie da in Sicherheit sind und dass auch ihnen Erleichterung verschafft wird, wenn sie das wollen. Und die fordern dann die PDA und die fordern dann dies und jenes und wollen sich dann auch gerne retten lassen von den Ärzten sozusagen. Das ist ihnen ja von klein auf so beigebracht worden. Das ist jetzt ja kein Vorwurf, das wundert mich auch nicht. Wenn man da nicht mal bewusst drüber reflektiert, dann ergibt sich das schon fast automatisch. Ja. Ich wollte die Geburt bei meinem ersten Kind damals schon so nicht erleben. Ich war schwanger, als ich im Medizinstudium noch Praktikum im Kreissaal gemacht habe. Und ich habe gesehen, wie die Geburten da so gemanagt wurden und das wollte ich so nicht. Ja, fiel mir also nicht schwer, mich für die Hausgeburt zu entscheiden, weil als Frau gebäre ich mein Kind. Und da will ich nicht, dass mich einer entbindet und da will ich auch nicht, dass jemand mein Kind für mich auf die Welt bringt, sondern das ist meine Aufgabe und mein Privileg. Und da schaffe ich mir dann auch die Bedingungen, unter denen ich eben gut gebären kann. Ich kann es am besten zu Hause,
wo mir keiner reinquatscht, mich keiner beobachtet, wo ich mir das so schaffen kann, wie ich will. Wie ihr das am besten könnt, das müsst ihr selber rausfinden. Vielleicht mit einer Hebamme oder einer Doula eures Vertrauens. Oder vielleicht nur mit eurem Partner oder vielleicht allein. Oder vielleicht wollt ihr es euch auch offen halten und dann entscheiden unter der Geburt. Vielleicht zu Hause, vielleicht im Geburtshaus oder mit einer Beleghebamme in einem gut ausgewählten Krankenhaus. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man was für eine schöne Geburt tun kann. Ne? Und ihr entscheidet auch, wie ihr schwanger sein wollt. Fragt euch, was ihr wirklich braucht, weil ansonsten, wenn ihr einfach hingeht, läuft die Maschinerie und dann müsst ihr damit glücklich sein oder nicht. Aber wenn man mal wagt, aus diesem vorgegebenen Rahmen auszubrechen, dann ist vieles möglich. Und dann kann man sich das sehr schön machen. Das ist schön, ist ein schönes Erlebnis, schwanger sein und gebären. Und auch ein individuelles Erlebnis. Dann wird einem hervorgehalten, oh, das ist so egoistisch von diesen Müttern, die denken nur an sich und an ihr Wohlgefühl und Kerzchen und sonst sowas und ihr Kind vernachlässigen sie. Ja, ich sehe das ein bisschen anders natürlich, weil Mama und Kind sind ja nicht voneinander getrennt. Gerade in der Schwangerschaft, Mama und Kind sind eine Einheit. Es kann nicht dem einen gut gehen und dem anderen schlecht und der eine kriegt nicht mit, dass es dem anderen schlecht geht, außer man ist echt komplett von sich selbst und vom Kind weit weg. Aber normalerweise, wenn es einem gut geht und man in sich reinfühlt und das Kind fühlt, und dann geht es auch dem Kind gut. Das hängt miteinander so dicht zusammen, wie es später nie wieder sein wird. Und deswegen dürft ihr es euch echt wert sein, eine stressfreie Schwangerschaft zu haben, so wie ihr das haben wollt. Und ihr dürft euch auch eine Geburt zu euren Bedingungen nicht nur wünschen, sondern planen und darauf hinarbeiten. Und dann werdet ihr das hoffentlich auch bekommen. Ja, das wollte ich euch heute erzählen. Und mal sehen, was ich mir dann fürs nächste Mal ausdenke. Bis dahin. Tschüss.